Lektion 1: Koloniale Abenteuer. Haben Sie sich schon einmal vorgestellt, wie es wäre, Kolonial Williamsburg zu erkunden, als wären Sie eine Reisende in der Wüste oder im Dschungel? Das klingt faszinierend. Sich den historischen Kontext vorzustellen, verleiht dem Erlebnis so viel Tiefe. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie schlendern durch die staubigen Straßen, umgeben von Menschen in Kleidung aus dem 18. Jahrhundert, Und die Geräusche des geschäftigen Marktes versetzen sie wahrhaftig in die Vergangenheit zurück. ja, und wenn man bedenkt, wie Reisende aus verschiedenen Regionen mit den lokalen Kulturen interagierten, könnte es noch interessanter werden. Oh, auf jeden Fall. Die Mischung aus Traditionen und Bräuchen schuf damals ein lebendiges Bild des Lebens. Es ist erstaunlich, wenn man an die Herausforderungen denkt, denen sie sich stellen mussten, sei es in unbekannten Ländern oder bei der Bewältigung des Koloniallebens. Bitte. Die Anpassung an eine neue Umgebung, sei es im Dschungel oder in einer Kolonialstadt, erfordert viel Widerstandsfähigkeit. Und die Erforschung der historischen Bedeutung ihrer Interaktionen könnte so viel über unsere eigene heutige Geschichte verraten. Lektion 2: Cocktailgespräche. Das klingt interessant. Haben Sie Lieblingscocktailrezepte, die Sie gerne zubereiten? Oh, auf jeden Fall. Ich liebe es, einen klassischen Mojito zu mixen. Er ist erfrischend und perfekt für jeden Anlass. Mojitos sind großartig. Die Kombination aus Minze und Limette verleiht dem Getränk einen wirklich lebendigen Geschmack. Ja, und es ist so einfach zubereiten. Zerdrücken Sie einfach die Minzblätter, geben Sie etwas Limettensaft hinzu und füllen Sie das Ganze mit Sodawasser auf. Haben Sie schon einmal mit verschiedenen Früchten experimentiert? Ich habe gehört, dass Beeren dem Gericht eine einzigartige Note verleihen können. Ja, ein Beeren-Mojito ist köstlich. Er verleiht ihm einen süßen und würzigen Geschmack, der die Minze perfekt ergänzt. Das klingt köstlich. Vielleicht muss ich das beim nächsten Mal ausprobieren, wenn ich eine Versammlung veranstalte. Das solltest du unbedingt tun. Es kommt bei Freunden immer gut an und sieht auch noch schön aus. Die Präsentation ist entscheidend. Ich serviere Getränke gerne mit frischen Früchten als Garnitur, um sie noch ansprechender zu machen. Lektion 3: Reiseverzögerungen. Ich habe gerade gehört, dass unser Flug Verspätung hat, was frustrierend ist. Oh nein, das kann ganz schön mühsam sein, vor allem wenn man Anschlussflüge hat. Stimmt das? Wenn Ihr Flug Verspätung hat, müssen Sie möglicherweise auf den nächsten Shuttle warten, was Ihren gesamten Zeitplan durcheinander bringen kann. Ja, ich versuche immer, den Flugstatus vorher zu prüfen, aber Verspätungen können so unvorhersehbar sein. Es stimmt. Manchmal fühlt es sich an, als wäre man den Entscheidungen der Fluggesellschaft ausgeliefert. Hatten Sie schon einmal eine lange Verspätung, die Ihre Reisepläne völlig durcheinander gebracht hat? Ja, ich musste einmal stundenlang warten und habe dadurch mein Hotel-Check-in verpasst. Das ist das Schlimmste. Ich versuche, für alle Fälle immer ein paar Snacks und ein Buch griffbereit zu haben. Gute Idee. Es hilft, die Zeit zu vertreiben und vom Frust abzulenken. Lektion 4: Ingenieurs-Träume. Ich habe über meine Zukunftspläne nachgedacht und möchte unbedingt Ingenieurwissenschaften an der Universität studieren. Das klingt nach einem fantastischen Ziel. Das Ingenieurwesen bietet so viele spannende Möglichkeiten. Genau. Maschinenbau interessiert mich besonders, weil ich gerne mit Maschinen arbeite.
Das ist großartig. Es ist ein so vielseitiges Feld mit Anwendungen in verschiedenen Branchen. Ja, und ich glaube, dass sich durch das Ingenieurwesen Kreativität mit technischen Fähigkeiten verbinden kann. Auf jeden Fall. Haben Sie sich bestimmte Universitäten angesehen, die starke Ingenieurstudiengänge anbieten? Das habe ich. Ich ziehe ein paar Schulen in Betracht, die für ihre Forschung und Innovation bekannt sind. Das ist klug. Es ist wichtig, ein Programm zu finden, das Ihren Interessen und Karrierezielen entspricht. Dem stimme ich zu. Ich freue mich auch über die Möglichkeit von Praktika, die mir praktische Erfahrungen vermitteln. Lektion 5: Der Klang von Dudelsäcken. Dudelsäcke haben einen unverwechselbaren Klang, den man leicht wiedererkennt, finden Sie nicht? Zülhof. Der Klang, den sie erzeugen, hat etwas so Kraftvolles und Emotionales. Es stimmt. Wenn ich Dudelsäcke höre, denke ich sofort an Feste und Gedenkfeiern. Ja, sie wecken oft ein Gefühl von Tradition und Verbundenheit mit dem kulturellen Erbe. Haben Sie schon einmal eine Live-Performance gesehen? Die Energie ist einfach elektrisierend. Das habe ich. Einen talentierten Dudelsackspieler beim Spielen zuzusehen, ist faszinierend. Es ist, als würden sie durch die Musik eine Geschichte erzählen. Genau. Die Art und Weise, wie Sie das Instrument beherrschen, ist wirklich beeindruckend, insbesondere bei schwungvollen Melodien. Und es ist faszinierend, wie Dudelsäcke in verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt verwendet werden, nicht nur in Schottland. Ja, es zeigt wirklich die universelle Anziehungskraft der Musik und ihre Fähigkeit, Menschen zu vereinen. Lektion 6: Vertragsverhandlungen. Ich stimme zu, wir können das dem Vertrag hinzufügen, um sicherzustellen, dass in Zukunft alles klar ist. Das klingt gut. Gibt es noch weitere Bedingungen, die wir Ihrer Meinung nach besprechen sollten, bevor wir es abschließen? Ja, ich glaube, wir sollten den Zeitplan für die zu erbringenden Leistungen durchgehen, um spätere Verwirrungen zu vermeiden. Guter Punkt. Ein klarer Zeitplan trägt dazu bei, dass jeder die Verantwortung übernimmt und auf Kurs bleibt. Genau. Wichtig ist auch, den Zahlungsplan klar zu formulieren, damit alles transparent ist. Ja, Transparenz bei den Zahlungen ist für die Aufrechterhaltung einer guten Geschäftsbeziehung von entscheidender Bedeutung. Und wie steht es um die Vertraulichkeit? Sollten wir diesbezüglich eine Klausel aufnehmen? Auf jeden Fall. Der Schutz sensibler Informationen ist für beide Seiten von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Sobald wir diese Details geklärt haben, können wir zuversichtlich weitermachen. Lektion 7: Olympische Erinnerungsstücke. Im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele gibt es so viel Aufregendes und Erinnerungsstücke zu sammeln. Zuruf. Es ist faszinierend zu sehen, wie verschiedene Länder ihre Sportler und Kulturen feiern. Ja, und die Vielfalt der Waren, von Anstecknadeln bis hin zu Kleidung, spiegelt wirklich den Geist der Spiele wider. Ich finde es toll, wie Menschen Gegenstände sammeln, die ihre Lieblingsportaten und Athleten repräsentieren. Das schafft ein Gefühl der Verbundenheit. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich, eine Sammlung atemberaubender alter Olympiaposte gesehen zu haben. Die sind unglaublich. Sie fangen die Essenz der Spiele und die Geschichte dahinter ein. Und wenn die Fans dann bei den Spielen sind, teilen sie oft ihre Erlebnisse und Erinnerungsstücke, was die Spannung noch steigert.
Es ist nicht nur ein Fest des Sports, sondern auch der Einheit und der internationalen Freundschaft. Ich bin gespannt, welche neuen Trends sich bei den nächsten Olympischen Spielen herauskristallisieren werden. Lektion 8: Konfliktlösung. Um die Konflikte, mit denen wir konfrontiert sind, zu lösen, hoffen wir auf eine Lösung, die die Anliegen aller berücksichtigt. Das klingt nach einem konstruktiven Ansatz. Offene Kommunikation ist in solchen Situationen der Schlüssel. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, allen Beteiligten zuzuhören, um ihre Sichtweise zu verstehen. Ja, und das Finden einer gemeinsamen Basis kann dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und die Zusammenarbeit zu fördern. Ich stimme zu. Vielleicht könnten wir ein Treffen vereinbaren, bei dem jeder seine Gedanken offen austauschen kann. Das wäre eine großartige Idee. Ein sicherer Raum für Dialog kann zu positiven Ergebnissen führen. Genau. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, die allen zugutekommt. Ja, und es ist wichtig, nach der Lösung nachzufassen, um sicherzustellen, dass alle zufrieden sind. Auf jeden Fall. Wenn Sie die Kommunikationswege offen halten, vermeiden Sie zukünftige Missverständnisse. Lektion 9: Die Monarchie-Debatte. In einigen Ländern wird über die Zukunft der Monarchie diskutiert, insbesondere in Ländern wie Kanada, Australien und Neuseeland. Ja, das ist ein interessantes Thema. Die Meinungen darüber, ob die Monarchie heute noch relevant ist, gehen auseinander. Genau. Manche argumentieren, es stehe für Tradition und Stabilität, andere halten es für überholt. Ich kann beide Perspektiven verstehen. Es ist ein heikles Gleichgewicht zwischen der Ehrung der Geschichte und der Akzeptanz moderner Werte. Richtig. Und die Rolle der Monarchie kann von Land zu Land erheblich variieren. Ja, und die öffentliche Meinung kann sich im Laufe der Zeit ändern, insbesondere bei jüngeren Generationen. Ich frage mich, wie zukünftige Führungskräfte diese Debatte meistern werden, während sich die gesellschaftlichen Werte weiterentwickeln. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich diese Diskussionen in den kommenden Jahren entwickeln. Auf jeden Fall. Die Zukunft der Monarchie könnte die nationale Identität in diesen Ländern neu prägen. Lektion 10: Buckingham Palast. Der Buckingham Palake, die Residenz der königlichen Familie, wurde in den 1990er Jahren erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das stimmt. Es war ein bedeutender Moment für die Monarchie und die Öffentlichkeit gleichermaßen. Ja, die Möglichkeit für Besucher, den Palast zu erkunden, hat der königlichen Geschichte eine neue Ebene der Zugänglichkeit verliehen. Absolut. Es ist faszinierend, an all die Veranstaltungen und Zeremonien zu denken, die dort im Laufe der Jahre stattgefunden haben. Genau, der Palast ist nicht nur ein Zuhause, er ist ein Symbol für das Erbe der Monarchie. Und die Architektur ist atemberaubend. Jedes Zimmer erzählt durch Kunst und Dekor seine eigene Geschichte. Ja, und ich finde es toll, dass die Wachablösung so viele Besucher anzieht. Es zeigt deutlich, welche Traditionen auch heute noch gepflegt werden. Ich frage mich, wie die königliche Familie darüber denkt, ihr Zuhause mit der Öffentlichkeit zu teilen. Lektion 11: Musikalische Duette. In einem Jahr habe ich mit einem anderen Mädchen, das auch da war, um Klavier zu spielen, Duette gespielt und es war eine wirklich lohnende Erfahrung. Das klingt nach viel Spaß. Gemeinsames Musizieren kann eine besondere Bindung zwischen Musikern schaffen.
Absolut. Wir haben stundenlang geübt und es war erstaunlich zu sehen, wie sich unsere Stile ergänzten. Das kann ich mir vorstellen. Es muss ein tolles Gefühl gewesen sein, euer Spiel zu synchronisieren und gemeinsam wunderschöne Musik zu machen. Ja, und wir sind sogar bei einigen Konzerten aufgetreten, was uns geholfen hat, auf der Bühne Selbstvertrauen zu gewinnen. Vor Publikum aufzutreten kann nervenaufreibend sein, ist aber gleichzeitig auch sehr aufregend. Genau. Jeder Auftritt hat uns etwas Neues über Bühnenpräsenz und Teamwork beigebracht. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Musik mit anderen zu teilen, finden Sie nicht. Auf jeden Fall. Durch diese Erfahrungen habe ich die Freude an der Zusammenarbeit in der Musik noch mehr zu schätzen gelernt. Lektion 12. Unterwasserwunder. Haben Sie schon einmal die Struktur unter der Wasseroberfläche erkundet? Das Riff und das umgebende Unterwasserleben sind besonders schön. Ja, das habe ich. Beim Schnorcheln über einem Riff betritt man eine völlig andere Welt voller leuchtender Farben und faszinierender Lebewesen. Es ist wirklich atemberaubend. Es ist magisch, wie das Sonnenlicht durch das Wasser fällt und alles erleuchtet. Absolut. Ich liebe es, Fischschwärme zu beobachten, die um die Korallen flitzen. Es fühlt sich an, als wäre man Teil eines lebendigen Gemäldes. Und die Vielfalt des Meereslebens ist erstaunlich. Jeder Tauchgang offenbart etwas Neues und Unerwartetes. Tja, ich bin oft fasziniert von den kleinen Details, wie zum Beispiel der Art und Weise, wie bestimmte Fische mit ihrer Umgebung interagieren. Genau. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, diese Ökosysteme für zukünftige Generationen zu schützen. Auf jeden Fall. Die Unterstützung von Naturschutzbemühungen kann dazu beitragen, die Schönheit unserer Ozeane zu bewahren. Ich hoffe, dass mehr Menschen die Chance bekommen, dieses Wunder aus erster Hand zu erleben. Es ist wirklich unvergesslich. Lektion 13. Saubere Räume. Es ist immer ein gutes Gefühl, eine saubere Wohnung zu haben. Ich finde, es macht einen großen Unterschied für meine Stimmung. Ich stimme voll und ganz zu. Eine aufgeräumte Umgebung kann so beruhigend und erfrischend sein. Ja, es ist erstaunlich, wie Unordnung Stress erzeugen kann, während ein organisierter Raum die Entspannung fördern kann. Auf jeden Fall. Ich fühle mich oft produktiver, wenn meine Umgebung ordentlich und aufgeräumt ist. Richtig. Außerdem ist es einfacher, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, wenn es keine Ablenkungen gibt. Ja, und es ist schon befriedigend, eine Reinigungsaufgabe zu erledigen, finden Sie nicht? Ja, dieses Erfolgserlebnis ist lohnend und inspiriert mich, Ordnung zu halten. Mir geht es genauso. Es ist, als würde man in seinem Zuhause einen friedlichen Zufluchtsort schaffen. Auf jeden Fall. Ein sauberer Raum kann eine wunderbare Flucht vor dem Chaos des Alltags sein. Lektion 14. Reiseverzögerungen. Ich habe von langen Warteschlangen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen gehört und hoffe, dass es nicht zu frustrierend sein wird, damit umzugehen. Ja, diese Warteschlangen können eine echte Geduldsprobe sein, besonders wenn Sie sich auf die Reise freuen. Genau. Beim Warten in der Schlange kommt es mir immer so vor, als würde die Zeit so langsam vergehen. Ich weiß, was du meinst. Ich versuche, früh anzukommen, um dem Stress der Hektik zu entgehen. Das ist ein kluger Schachzug. So haben Sie Zeit, sich vor Ihrem Flug zu entspannen und einen Snack zu sich zu nehmen. Ja, und es ist schön, ein wenig Zeit zu haben, um in den Geschäften zu stöbern oder ein Buch zu lesen.
Auf jeden Fall. Eine positive Einstellung kann das ganze Erlebnis angenehmer machen. Ja, auch wenn es zu Verzögerungen kommt, hilft Ruhe dabei, die Situation besser zu meistern. Ja, und ich erinnere mich immer daran, dass ich irgendwann auf dem Weg zu meinem Ziel sein werde. Lektion 15 Sportprogramme. Seit den 1970er Jahren werden die Programme von Sport Kanada von einigen kritisiert, die der Meinung sind, dass sie verbessert werden müssen. Ja, ich habe diese Debatte gehört. Manche meinen, die Mittel könnten besser für die Unterstützung der Sportler eingesetzt werden. Genau. Es ist entscheidend, in Programme zu investieren, die den Athleten wirklich nützen und ihre Entwicklung fördern. Auf jeden Fall. Für den Erfolg der Athleten ist es entscheidend, dass sie Zugang zu angemessenem Training und Ressourcen haben. Ja, und manche argumentieren, dass Mehrpass-Initiativen dazu beitragen könnten, Talente schon in jungen Jahren zu fördern. Ich stimme voll und ganz zu. Ein starkes Fundament kann in Zukunft zu einer wettbewerbsfähigeren Nationalmannschaft führen. Es ist interessant zu sehen, wie die öffentliche Meinung politische Veränderungen im Sport beeinflusst. Das Eintreten für eine bessere Unterstützung kann für aufstrebende Sportler einen erheblichen Unterschied machen. Ich hoffe, dass konstruktive Diskussionen zu positiven Veränderungen für die Zukunft des kanadischen Sports führen. Lektion 16 Zeitperspektive. Es scheint eine schrecklich lange Zeit zu sein, nicht wahr? Ein ganzes Jahrhundert kann überwältigend sein. Ja, wenn man darüber nachdenkt, sind 100 Jahre eine beträchtliche Zeitspanne voller unzähliger Erfahrungen. Genau. Es ist faszinierend, wie sehr sich die Welt über einen so langen Zeitraum verändert. Auf jeden Fall. Denken Sie nur an all die technologischen Fortschritte und kulturellen Veränderungen, die es gegeben hat. Ja, und die Geschichten derjenigen, die bedeutende historische Ereignisse miterlebt haben, müssen unglaublich sein. Auf jeden Fall. Es ist eine Erinnerung daran, wie jede Generation mit ihren Entscheidungen die Zukunft gestaltet. Das stimmt. Wenn wir über die Vergangenheit nachdenken, können wir die Gegenwart wertschätzen und für die Zukunft planen. Ja, und es ermutigt uns, die uns zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen. Es geht darum, in unseren Erfahrungen einen Sinn zu finden, egal wie lang oder kurz sie sein mögen. Lektion 17 Impulskäufe. Manchmal handeln wir beim Einkaufen impulsiv und sollten uns vor dem Kauf Zeit zum Nachdenken nehmen. Fluent. Man lässt sich leicht vom Moment mitreißen und kauft Dinge, die man nicht wirklich braucht. Ja, und dann bereuen wir diese Entscheidungen oft später, wenn uns klar wird, dass wir das Geld hätten sparen können. Ja, ich versuche, mir vor größeren Anschaffungen eine Bedenkzeit zu gönnen. Das ist eine tolle Strategie. Sie hilft bei der Einschätzung, ob sich der Artikel wirklich lohnt. Ja, und es ermöglicht ein überlegteres Ausgeben, was zu besseren finanziellen Gewohnheiten führen kann. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, sich unserer Entscheidungen und ihrer Auswirkungen auf unser Budget bewusst zu sein. Auf jeden Fall. Wenn wir uns die Zeit nehmen, die Vor- und Nachteile abzuwägen, können wir klügere Entscheidungen treffen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und sicherzustellen, dass unsere Einkäufe mit unseren Werten und Bedürfnissen übereinstimmen. Lektion 18 Umweltbelange.
In den Vororten wird die Luftverschmutzung zurückgehen, wenn wir erhebliche Schritte in Richtung Nachhaltigkeit unternehmen. Ja, und es ist ermutigend zu sehen, dass sich mehr Menschen für sauberere Luft und gesündere Gemeinden einsetzen. Auf jeden Fall. Große Automobilkonzerne spielen bei diesem Wandel eine entscheidende Rolle, indem sie umweltfreundliche Fahrzeuge entwickeln. Auf jeden Fall. Der Umstieg auf Elektroautos könnte die Emissionen deutlich reduzieren und die Luftqualität verbessern. Ja, und die Technologie schreitet schnell voran, wodurch Elektrofahrzeuge zugänglicher und effizienter werden. Ich bin gespannt auf die Zukunft des Transportwesens. Sie ist für die Schaffung einer nachhaltigen Umwelt von entscheidender Bedeutung. Genau. Die Unterstützung politischer Maßnahmen zur Förderung grüner Technologien ist für die Gesundheit unseres Planeten von entscheidender Bedeutung. Ja, und es ist inspirierend zu sehen, wie Gemeinschaften zusammenkommen, um Veränderungen voranzutreiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass gemeinsames Handeln zu einer besseren und saubereren Zukunft für alle führen kann. Lektion 19: Wanderwege. Das klingt toll. Ich wollte schon immer ein paar Wanderwege in der Nähe erkunden, die eine wunderschöne Aussicht bieten. Sylv. Wandern ist eine fantastische Möglichkeit, mit der Natur in Kontakt zu kommen und die freie Natur zu genießen. Ja, und es ist eine perfekte Gelegenheit, sich ein wenig zu bewegen und gleichzeitig die Landschaft zu genießen. Ja, es ist so erfrischend, von Bäumen und frischer Luft umgeben zu sein. Ich stimme zu. Außerdem ist das Erfolgserlebnis nach einer Wanderung unglaublich lohnend. Ja, es ist erstaunlich, wie die Natur Geist und Seele regenerieren kann. Haben Sie einen Lieblingsweg, den Sie empfehlen würden? Ja, es gibt einen schönen Pfad, der sich durch den Wald schlängelt und zu einem atemberaubenden Wasserfall führt. Das klingt wunderschön. Ich würde es mir gerne mal ansehen. Lektion 20: Elektroautos. Es wäre besser als das vorherige. Manche Leute dachten, dass Elektroautos in naher Zukunft alltäglich werden würden. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie schnell sich die Technologie in der Automobilindustrie weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Elektrofahrzeuge erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und viele Menschen erkennen ihre Vorteile. Ja, sie sind nicht nur besser für die Umwelt, sondern auf lange Sicht oft auch günstiger im Unterhalt. Wichtig. Und mit der Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird der Besitz eines Elektroautos immer bequemer. Ja, es ist spannend, darüber nachzudenken, wie Elektroautos unsere Städte verändern und die Umweltverschmutzung reduzieren könnten. Ich stimme zu. Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge kann einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Auf jeden Fall. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung für eine nachhaltigere Zukunft. Ich hoffe, dass mit zunehmendem Bewusstsein mehr Menschen über einen Wechsel nachdenken. Lektion 21: Inuit-Bildung. Es ist inspirierend zu sehen, wie Inuit-Kinder heute zur Schule gehen und Zugang zu Bildung erhalten, der ihnen früher verwehrt blieb. Auf jeden Fall. Bildung eröffnet ihnen so viele Möglichkeiten, in ihren Gemeinschaften zu lernen und zu wachsen. Ja, und es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie viele erwachsene Inuit heute in den unterschiedlichsten Berufen arbeiten und so zu ihrer Wirtschaft beitragen. Ja, dieser Wandel trägt nicht nur dazu bei, ihre Kultur zu bewahren, sondern ermöglicht ihnen auch, in der modernen Gesellschaft erfolgreich zu sein.
Es ist wunderbar zu sehen, wie hier traditionelles Wissen und moderne Fähigkeiten vermittelt werden. Ja, und der Zugang zu Bildung kann sie befähigen, Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf ihr Leben auswirken. Ich stimme zu. Für die jüngere Generation ist es entscheidend, Vorbilder zu haben, die sie auf ihrem Bildungsweg begleiten können. Auf jeden Fall. Bildung kann diese Lücken schließen und ihnen helfen, sich mit breiteren Gemeinschaften zu verbinden und gleichzeitig ihr Erbe zu ehren. Es ist ermutigend, diesen Fortschritt mitzuerleben und über das Potenzial für zukünftige Generationen nachzudenken. Lektion 22: Vorausplanen. Ich habe festgestellt, dass vorausschauende Planung und die Einhaltung des Zeitplans wirklich dabei helfen können, tägliche Aufgaben effektiver zu bewältigen. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal ist es eine Herausforderung, aber ein Plan kann den entscheidenden Unterschied machen. Genau. Ich finde, dass mir das Aufschreiben von Dingen hilft, den ganzen Tag über konzentriert und organisiert zu bleiben. Ja, und es ist befriedigend, Aufgaben abzuhaken, wenn man sie erledigt hat, nicht wahr? Absolut. Es gibt einem das Gefühl, etwas erreicht zu haben und motiviert einen, weiterzumachen. Mir ist aber auch klar, dass unerwartete Dinge passieren können, die es schwierig machen, den Zeitplan einzuhalten. Ja, Flexibilität ist wichtig, aber der Versuch, eine gewisse Struktur beizubehalten, kann wirklich hilfreich sein. Ja, es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Planung und Anpassungsfähigkeit zu finden. Ich denke, mit etwas Übung wird es einfacher, beides effektiv zu handhaben. Lektion 23: Mautstelle. Ja, es gibt auf dem Weg eine Mautstelle, die $2 kostet, das sollten wir also in unserem Budget einplanen. Das ist gut zu wissen. Es ist immer sinnvoll, zusätzliche Kosten auf Reisen einzukalkulieren. Absolut. Man vergisst leicht die Mautgebühren und wenn man nicht aufpasst, können sie sich summieren. Auf jeden Fall. Ich versuche, immer etwas Bargeld griffbereit zu haben, falls wir auf unserer Route auf Mautstraßen stoßen. Das ist eine tolle Idee. Wenn Sie das passende Wechselgeld haben, kann der Vorgang auch reibungsloser ablaufen. Ja, und es kann uns Zeit sparen, da wir nicht nach Münzen suchen müssen. Genau. Die Planung dieser kleinen Ausgaben kann uns helfen, unser Reisebudget einzuhalten. Ich stimme zu. Es geht darum, die Reise so stressfrei wie möglich zu gestalten. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf unsere Reise, auch mit Mautgebühren. Lektion 24: Authentische Gerichte kochen. Ja, sparen Sie nicht an Tamarindenpaste und Fischsauge, wenn Sie den authentischen Geschmack in Ihrem Gericht haben möchten. Doof. Diese Zutaten bringen die Aromen erst richtig zur Geltung und sorgen für ein wahres kulinarisches Erlebnis. Ich habe gelernt, dass hochwertige Zutaten einen großen Unterschied im Endergebnis ausmachen können. Ja, es lohnt sich, darin zu investieren, um die Essenz der Küche wirklich einzufangen. Haben Sie schon einmal ein Rezept ausprobiert, das nicht die richtigen Zutaten enthielt? Ja, und es war enttäuschend. Die Aromen passten einfach nicht so zusammen, wie sie sollten. Das stimmt wirklich. Es ist erstaunlich, wie sehr ein paar Schlüsselzutaten ein Gericht aufwerten können. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, versuche ich immer, authentische Rezepte genau zu befolgen. Ich finde, das ist ein toller Ansatz. Beim Kochen sollte es darum gehen, die Tradition und die Aromen der Kultur zu ehren.
Lektion 25 Universitäten in Quebec. Die University of Sherbrooke und die Bishop's University bieten einzigartige Erfahrungen, insbesondere in einem überwiegend französischsprachigen Gebiet. Ja, obwohl Französisch die Amtssprache der Region ist, bieten beide Universitäten auch Programme auf Englisch an. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für Studierende mit unterschiedlichem Hintergrund, dort zu studieren. Auf jeden Fall. Es ermöglicht einen intensiven kulturellen Austausch und verbessert die Lernumgebung. Ich finde es faszinierend, wie diese Institutionen Sprache und Kultur in ihren Lehrplänen miteinander verbinden. Ja, und es bereitet die Schüler auf eine globalisierte Welt vor, in der Zweisprachigkeit ein großer Vorteil ist. Auf jeden Fall. Außerdem kann das Leben in einer so lebendigen Gemeinschaft eine lebensverändernde Erfahrung sein. Ich stimme zu. Der Mix aus Sprachen und Kulturen schafft eine dynamische Atmosphäre für persönliches Wachstum. Es ist spannend, über die Möglichkeiten für Studierende an diesen Universitäten nachzudenken. Lektion 26 Burgideen. Er brachte Ideen für ein Schloss auf dem Hügel mit, Pellets Kastle, das faszinierend klingt. Ja, aber es ist interessant festzustellen, dass es sich nicht um ein zugiges Schloss der Vergangenheit handeln würde. Moderne Designs könnten das ändern. Genau. Stellen Sie sich ein Schloss vor, das historischen Charme mit modernem Komfort verbindet. Das wäre eine einzigartige Mischung aus alt und neu, die es nicht nur schön, sondern auch lebenswert machen würde. Ich denke, dass die Funktionalität durch die Integration moderner Technologie ebenfalls verbessert werden könnte. Syluf. Es ist spannend, sich vorzustellen, wie sich Architektur weiterentwickeln kann, ohne dabei die Geschichte zu vernachlässigen. Ja, und ein gut gestaltetes Schloss könnte für zukünftige Generationen zu einem wunderschönen Wahrzeichen werden. Auf jeden Fall. Es wäre wunderbar zu sehen, wie ein solches Projekt das Engagement der Gemeinschaft fördern könnte. Ich stimme zu. Es könnte ein Symbol für Kreativität und Innovation in der Architektur werden. Lektion 27 Der perfekte Picknickplatz. Ja, es gibt einen wunderschönen Park mit einem See, der sich perfekt für ein Picknick oder einen gemütlichen Spaziergang eignet. Das klingt wunderbar. Ich kann dir vorstellen, einen sonnigen Tag am Wasser mit gutem Essen zu genießen. Auf jeden Fall. Die Landschaft würde zu einem entspannten Tag im Freien inmitten der Natur führen. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, abzuschalten und der Hektik des Alltags zu entfliehen. Ich denke, es wäre eine tolle Idee, einen Picknickkorb mit ein paar Snacks und Getränken zu packen. Auf jeden Fall. Außerdem ist es immer schön, eine Decke mitzubringen und eine Mahlzeit an der frischen Luft zu genießen. Ich stimme zu. Es sind die kleinen Momente wie diese, die bleibende Erinnerungen schaffen. Ja, und Zeit im Freien zu verbringen kann für Körper und Geist erholsam sein. Ich freue mich auf unser Picknick. Es wird ein wunderschöner Ausflug. Lektion 28 Stühlisches Top. Ich liebe dieses Top. Es ist stylisch und erschwinglich. Was denkst du darüber? Es sieht toll aus. Die Farbe steht dir sehr gut und die Passform ist schmeichelhaft. Danke. Es hat mich angezogen, weil es Komfort und Stil mühelos vereint. Ja, es ist immer schön, etwas zu finden, das gut aussieht, ohne die Bank zu sprengen. Ja,
Und ich denke, dass vielseitige Stücke wie dieses für verschiedene Anlässe elegant oder leger getragen werden können. Auf jeden Fall. Es ist ein Grundbestandteil der Garderobe und lässt sich mit verschiedenen Outfits kombinieren. Ich stimme zu. Die Investition in hochwertige Basics ist der Schlüssel zu einer funktionalen Garderobe. Ja, und es ist immer befriedigend, etwas zu finden, das einem gefällt und das zu einem guten Preis. Dem kann ich nur zustimmen. Ich denke, ich werde das definitiv meiner Sammlung hinzufügen. Lektion 29: Besuche planen. Ich halte es für eine gute Idee, unsere Reiseroute zu planen, bevor wir irgendwelche Besuche planen. Auf jeden Fall. So können wir unsere Zeit optimal nutzen und nichts Wichtiges verpassen. Genau. Ohne einen klaren Plan kann man schnell überfordert sein. Ja, und wenn wir wissen, was wir sehen und tun möchten, kann das Erlebnis viel angenehmer sein. Ich stimme zu. Außerdem können wir so unsere Muss-Seh-Spots priorisieren. Auf jeden Fall. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie bestimmte Orte im Sinn haben, die Sie einbeziehen möchten. Das werde ich. Die gemeinsame Planung der Reiseroute könnte den Planungsprozess auch unterhaltsamer machen. Ja, und es ist aufregend, an all die Abenteuer zu denken, die wir auf unserer Reise erleben werden. Ich kann es kaum erwarten, das wird eine unglaubliche Erfahrung. Lektion 30: Olympische Erfolge. Er besuchte die Oregon State University und gewann im jungen Alter von 21 Jahren die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, was eine beachtliche Leistung ist. Das ist unglaublich. In so jungen Jahren eine olympische Medaille zu gewinnen, ist eine bemerkenswerte Leistung. Absolut. Es zeugt nicht nur von Talent, sondern auch von Hingabe und harter Arbeit. Ja, und es muss aufregend gewesen sein, sein Land auf einer so prestigeträchtigen Bühne zu vertreten. Genau. Der Druck und die Aufregung bei den Olympischen Spielen sind enorm. Ich kann mir nur vorstellen, wie viel Training und Opferbereitschaft erforderlich sind, um dieses Niveau zu erreichen. Ja, und es ist inspirierend zu sehen, wie junge Sportler ihre Träume verwirklichen und neue Rekorde aufstellen. Auf jeden Fall. Es ermutigt andere, ihren Leidenschaften nachzugehen und nach Größe zu streben. Ich hoffe, dass er mit seiner Geschichte auch weiterhin die nächste Generation von Sportlern inspiriert.